Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches Rezept für einen fruchtigen Mango-Ketchup. Dafür als erstes eine Mango entkernen und das Fruchtfleisch von der Schale schneiden. Schaut euch dazu auch gerne nochmal meinen Mango-Hähnchen-Curry an. Da zeige ich das etwas detaillierter. Als nächstes eine Zwiebel abziehen und grob in kleine Stücke schneiden und außerdem eine Knoblauchzehe sowie ein kleines Stück Ingwer abziehen bzw. schälen und grob hacken. Wenn das erledigt ist, einen kleinen Topf mit einem Schuss Öl erhitzen, Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer in den Topf geben und bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden für 2 bis 3 Minuten glasig anschwitzen. Jetzt kommen die Gewürze dazu, hier einen halben Teelöffel gemahlenen Koriander, Kurkuma und süßes Paprikapulver, die Gewürze kurz mit anrösten, und anschließend kommen die restlichen Zutaten dazu, die gewürfelte Mango, 300 ml passierte Tomaten, außerdem 40 ml Weißweinessig, einen Esslöffel brauner Zucker und 1 bis 2 Lorbeerblätter. Alles einmal gut umrühren, den Mango-Ketchup zum Kochen bringen und danach für ca. 12 bis 15 Minuten bei niedriger Hitze köcheln lassen. Dabei immer mal wieder umrühren, damit nichts am Topfboden anbrennen kann. Danach sind wir im Prinzip auch schon fertig. Den Topf vom Herd ziehen, die beiden Lorbeerblätter wieder entfernen und den Ketchup jetzt mit einem Pürierstab für 1 bis 2 Minuten durchmixen, bis daraus eine glatte Tomatensauce entstanden ist. Zum Schluss mit einer Prise Salz und Pfeffer sowie etwas Chilipulver abschmecken und dann sind wir fertig. Den Mango-Ketchup noch heiß mit Hilfe eines Trichters in passende Flaschen oder Gläser abfüllen. Verschlossen hält sich der Ketchup mehrere Monate im Kühlschrank und so hat man immer selbstgemachten Ketchup im Haus. Passt ideal zum Grillen oder wie hier zu leckeren Kartoffelecken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.